In diesem Video schauen wir uns einmal die verschiedenen Dateiformate an, die für uns Grafikdesigner ziemlich wichtig sind. Ja, es gibt ganz viele Dateiformate, aber wirklich wichtig sind in unserem Fall eigentlich PNG-Dateien, JPG-Dateien und PSD-Dateien. Und die Unterschiede von diesen Dateien zeige ich dir jetzt gleich am Rechner. Es gibt noch andere. Es gibt zum Beispiel noch das TIFF-Format. Das ist ein wenig komprimierter als das PSD-Format und vor allen Dingen hat es den großen Vorteil, es lässt sich in nahezu jedem Programm öffnen. Deswegen ist es auch nicht die schlechteste Idee, wenn du deine PSD-Dateien als TIFF abspeicherst. Ja? So kannst du immer noch später wieder auf diese Dateien zurückgreifen und du hast vor allen Dingen die verschiedenen Ebenen. Wir gehen jetzt an den Rechner, weil erzählen kann ich ja viel, ne? Aber zeigen ist wohl in diesem Fall sehr viel besser. Ich habe mal alle 3 Dateien hier geöffnet und zwar einmal hier das JPG-Format, dann die PSD-Datei und eine PNG-Datei. Und wir fangen jetzt einfach mal einmal mit der PNG-Datei an, weil man sieht es so schön, ne? Eine PNG-Datei ist immer ein freigestelltes Objekt. Das heißt, im Hintergrund siehst du hier immer so grau-weiße Kästchen. Und das Schöne ist, ich kann diese Datei, dieses Element, was auch immer das ist, völlig frei hin und her bewegen. Ja? Wenn ich jetzt mir überlege, ich mache das mal einmal kleiner, dass ich das Ganze oben links in der Ecke haben will oder unten rechts, dann kann ich das einfach machen. Ja? Also ich kann es einfach rüberziehen. Wenn ich mir das bei einer JPG-Datei überlege, dann ziehe ich das ganze Bild unten hin. Ja? Das funktioniert nicht, weil das ist schon komprimiert. Hier kann ich mir jetzt auch überlegen, dass ich verschiedene Hintergründe oder einen anderen Hintergrund haben möchte. Ich mache mal eine Farbfläche da rein. Du siehst schon, ne? So eine Farbfläche ist jetzt drin und ich kann trotzdem noch meinen Donut von oben nach unten oder in die Mitte ziehen, ganz egal. Ich kann aber auch die Farbfläche jederzeit ändern, ohne irgendetwas anderes zu ändern. Ja? Sehr angenehm. Das hilft, wenn du dann eine PNG-Datei hast. Ja? Ich lasse das mal einfach so. Ich zeige dir nochmal, wenn ich jetzt das Ganze hier rüberziehe auf die JPG-Datei, dann ist es hier so, ne, ich kann das hier auch wieder völlig frei im Raum bewegen. Ja? Also, okay, einmal löschen. Das ist jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Ich gehe mal weiter hier. Die JPG-Datei. Die hat die immer hier einen Hintergrund, ja, die kommt immer so, wenn du die öffnest, dann sieht das Ganze aus als Hintergrunddatei und die ist auch nicht zu verschieben, ne? Die ist eigentlich erstmal nicht zu verschieben, man kann das machen in Photoshop, ich zeige dir auch sofort wie, aber erst einmal kannst du diese Datei nicht verändern, nicht verschieben. Verändern schon, du kannst natürlich manipulieren und Farben ändern und so weiter, aber die einzelnen Elemente auf dieser JPG-Datei, die sind nicht zu verändern, ja. Das heißt, wenn ich jetzt das hin und her schiebe, ne, also dann müsste ich hier aus dem Hintergrund erstmal eine Ebene machen, ne, rechte Maustaste und dann gehe ich hier Ebene aus Hintergrund und jetzt kann ich die Ebene verschieben. Ne? Nur, dass meine Ebene jetzt aus einer JPG-Datei besteht und in dieser JPG-Datei ist sowohl der Hintergrund drin, als auch die Leinwand, als auch die Donuts und der Text. Ja? Also das kann ich zwar hin und her schieben, aber wenn ich das unten rechts hinschiebe, sieht das bei weitem nicht so gut aus wie bei meiner PNG-Datei, wo ich noch manipulativ eingreifen kann. Ja? Deswegen ist es nicht ganz unwichtig, wenn man von so etwas eine PNG-Datei hat, um verschiedene Designs zu erstellen. Und gerade für uns als Grafikdesigner ist das genau wichtig, ja, weil wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt hier meine beiden Donuts und ich möchte da nicht drunter schreiben, you are my missing piece, sondern ja, I love you oder was auch immer, dann kann ich das jetzt tun, weil ich nur diese freigestellte PNG-Datei habe. Während das schwierig wird, wenn ich das hier mit meinem JPG mache, dann müsste ich das ja erstmal hier raus operieren oder ich müsste hier die Donuts freistellen, da haben wir es wieder, deswegen lieber gleich als PNG. Und dann könnte ich weiterarbeiten. Schwierig, die Auflösung funktioniert oftmals nicht. Ja, also keine gute Idee. Was ich dir hier noch zeigen kann, ist Folgendes. Wenn ich das JPG exportiere. JPG ist erstmal ein komprimiertes Format und erstmal auch ein gutes Format. Ne? Wenn ich Fotos mache in der Kamera, sind die oftmals als JPG abgespeichert. Wenn ich das Ganze ins Internet stellen will, muss ich diese Dateien kleiner haben.
weil ansonsten sind meine JPG-Dateien ja ziemlich groß. Ne? Ich gehe mal hier einmal auf Dateien und dann exportieren als. Und hier kannst du sehen, ich habe eine Datei, die ist jetzt 166 Kilobyte groß, bei einem Format von 12 x 12 Zoll oder 3600 x 3600 Pixel. Und ich kann hier entscheiden, ob ich die sehr schlecht haben möchte, also sehr stark komprimiert, oder eben sehr gut haben möchte. Ja? Also wir machen mal ganz sehr schlecht, dann habe ich gerade mal 114 Kilobyte. Wenn ich jetzt auf großartig gehe, dann siehst du schon, habe ich 459 Kilobyte. Das ist ungefähr das Dreifache. Ja? Also keine gute Idee, so etwas ins Internet zu stellen. Im Internet würden wir jetzt hingehen, das Ganze erstmal die Größe reduzieren, weil kein Mensch braucht 3600 Pixel. Dann wären es vielleicht 1000 mal 1000. Und dann würden wir hier gut oder in Ordnung wählen. Und damit hätten wir einen Kompromiss geschaffen zwischen Qualität und und halt auch Dateigröße. Ne? Ganz, ganz wichtige Sache. Ich gehe jetzt mal hier auf Abbrechen, weil das ist natürlich jetzt nicht der Sinn der Sache. Wenn du das drucken möchtest, dann wiederum ist großartig eine tolle Idee. Ja? Also einmal abbrechen. Und jetzt kommt die PSD-Datei, die für uns eigentlich am liebsten ist. Ne? Wenn du ein Projekt erstellst, wenn du etwas machst, wenn du etwas designst, ist es immer eine gute Idee, diese PSD-Datei in deinem Arbeitsordner abzuspeichern. Es ist nicht unbedingt eine Idee, diese PSD-Datei zu verkaufen. Ne? Das brauchst du natürlich nicht, weil da können wir immer manipulativ eingreifen, Farben verändern, das Aussehen verändern, die einzelnen Objekte benutzen. Deswegen ist das keine gute Idee, diese Datei zu verkaufen. Aber als Datei haben, ist das schon eine ganz tolle Sache. Ne? Wenn ich jetzt nämlich hier auf den Hintergrund klicke, siehst du schon, das springt mir hier auf den Hintergrund. Immer vorausgesetzt, ich bin hier auf dem Verschieben-Werkzeug und habe hier automatisch Auswählen angeklickt. Dann springe ich dann hier, wenn ich irgendwo draufklicke, auf die entsprechende Datei. Wenn ich jetzt hier im Hintergrund bin, kann ich zum Beispiel auch den wieder komplett verändern, ja, die Farbe verändern. Ich gehe jetzt natürlich wieder auf Abbrechen, weil ich das jetzt nicht haben möchte, aber gar kein Problem. Ich kann aber auch Dateien an- und ausstellen. Ja, du siehst schon hier, ich kann hier meine Leinwand an- und ausstellen, ganz ausstellen, geht auch, kein Problem. Ich kann auch hier wieder, genau wie in der PNG-Datei, meine einzelnen Ebenen anwählen und dann verschieben. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen mehr Ebene drin. Ja. Also besser wäre jetzt, wenn ich hier den kompletten Donut anklicken könnte. Das ist jetzt die ganze Ebene hier. Und dann verschieben kann, ja. Also du siehst schon, das ist so angelegt, dass da noch einzelne Striche auf einer einzelnen Ebene sind. Kann man vielleicht noch ein bisschen besser sortieren, ja. Aber letztendlich geht es darum, bei einer PSD-Datei hast du hier alles in verschiedenen Ebenen, die du eben an- und ausstellen kannst, ja. Also hier ist zum Beispiel mein Donut drin. Wenn ich diese Ebene jetzt ausgewählt habe, dann verschiebe ich auch, wenn ich es richtig anfasse zumindest, den kompletten Donut und kann das jetzt hier auswählen. Ich kann alle Farben ändern, ich kann die Punkte an- und ausstellen, ich kann das Gesicht an- und ausstellen, was ich jetzt hier drin habe, ich kann den Text verändern und ich kann das natürlich auch auf verschiedene Ebenen einfach abspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt nur den Donut haben möchte, das habe ich eben gemacht, dann habe ich mir den hier auf eine PNG rausgeholt und das als PNG abgespeichert. Auch kein Problem, ja. Also mit der PSD-Datei hast du im Prinzip alle Möglichkeiten und die natürlich am besten noch in einer schönen großen Auflösung. Das sind die 3 wichtigsten Formate. Wie gesagt, es gibt noch viele andere. TIFF ist noch wichtig, ebenfalls verschiedene Ebenen, lässt sich in ganz vielen Programmen öffnen. Es gibt nicht nur JPG, es gibt auch JPEG. Der Unterschied ist so minimal, dass es sich gar nicht lohnt, darüber zu sprechen eigentlich. GIF-Format gibt es auch noch, das wird oftmals in kleinen Animationen verwendet, aber die Darstellung der Farben, die ist nicht so ganz so prickelnd. Also, da gibt es Möglichkeiten, es gibt ganz viele Formate, wie gesagt. Wenn du diese 3 kennst und wenn du vor allen Dingen den Unterschied zwischen der Transparenz als PNG und dem Format JPG kennst, dann ist dir schon mal gut geholfen.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.